Ich möchte euch heute ein Update geben für unsere Förderstrategie für das kommende Jahr. Die Förderung der biomedizinischen Forschung ist unser erklärtes Ziel seit Gründung der Stiftung vor 4 Jahren. Für bessere Diagnostik und vor allem Therapien für ME/CFS und Long-Covid. Unsere bisherigen Prioritäten dabei waren erstens die Vernetzung von Forschenden. Das haben wir zum Beispiel mit der International ME/CFS Conference in Berlin und dem ME/CFS Research Register umgesetzt. Zweitens der Erhalt zentraler Forschungsstrukturen. Dazu haben wir zum Beispiel in München mehrere Projekte gefördert. Drittens die Erweiterung der Forschungsförderung um neue Themen. Dazu haben wir zum Beispiel an der Charité ein Biomarkerprojekt gefördert, das auch noch läuft, und in München den Aufbau der Modellstation für schwerstbetroffene Kinder und Jugendliche mitfinanziert. Unsere 4. Priorität, die Förderung von Projekten im EU-Ausland, konnten wir bisher noch nicht umsetzen. Denn dafür hätte es der öffentlichen Förderung von Projekten in Deutschland inklusive etablierter Institutionen und der Pharmaindustrie bedurft. Soweit sind wir bisher leider noch nicht gekommen. Die jetzt angekündigte nationale Dekade eröffnet große Chancen für die ME/CFS-Forschung. Realistisch gesehen werden die ersten Projekte jedoch erst Ende nächsten Jahres starten können, denn vorher braucht es noch die Definition der inhaltlichen Ausrichtung, Kriterien, Vergabeverfahren und auch koordinierende Strukturen. Das erfordert Zeit und inhaltlich ist aktuell noch völlig offen, wofür die Mittel der Dekade genau eingesetzt werden. Das Jahr 2026 wird also für die ME/CFS-Forschung und auch für die über 1,5 Millionen Betroffenen und ihre Angehörigen eine Art Übergangsphase werden. Auch deshalb wollen wir bereits Anfang 2026 eigene neue Projektförderungen ausschreiben und parallel werden wir uns gemeinsam mit den betroffenen Organisationen für die inhaltliche Ausgestaltung der Dekade konstruktiv einbringen. Wir werden uns weiterhin auf die biomedizinische Forschung konzentrieren. Dabei werden wir im nächsten Jahr Projekte fördern, die sich auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse mit folgenden Aspekten befassen. Das sind erstens die Aufklärung von Krankheitsmechanismen, die zentralen ME/CFS-Symptomen zugrunde liegen. Zweitens die Entwicklung zuverlässiger diagnostischer Biomarker. Und drittens die klinische Testung von Medikamenten und Therapieansätzen auf ihre Eignung für ME/CFS. Dazu zählen auch für andere Krankheiten bereits zugelassene Medikamente. Die Förderkriterien haben wir in enger Zusammenarbeit mit unserem wissenschaftlichen Beirat definiert. Anfang nächsten Jahres werden wir das Vergabeverfahren und die Bewertungskriterien im Detail veröffentlichen. Gegen Ende 2026 werden wir dann die bis dahin erkennbaren Ergebnisse der nationalen Dekade und das sonstige Förderumfeld erneut bewerten und unsere Förderstrategie für 2027 und die folgenden Jahre entsprechend darauf anpassen. Im nächsten Jahr werden wir auch unsere anderen Tätigkeitsbereiche nach Möglichkeit weiter ausbauen. Neben der Forschungsfinanzierung sind das vor allem die Vernetzung der Forschenden, Forschung und Fortschritt vor allem transparent machen, Fakten und Ressourcen für die Aufklärung bereitstellen und nicht zuletzt Fundraising und Awareness-Aktionen, die die Basis unserer Arbeit darstellen. Die Forschenden, die betroffenen Organisationen und wir sind überzeugt, es braucht starke private Partner in der nun beginnenden neuen Phase der Forschungsfinanzierung, um die inhaltliche Ausrichtung der Dekade konstruktiv und zielführend zu begleiten. Wir sind uns dieser Rolle sehr bewusst und setzen alles daran, dieser wachsenden Verantwortung gerecht zu werden. Und wir hoffen auch zukünftig auf eure starke Unterstützung für unsere Arbeit.